Heute möchte ich euch zeigen, wie ich bei meiner kleinen Eisenbahn die Mobile Station mit dem M-Gleis verbunden habe. Bei mir werden die Lokomotiven digital gesteuert über die Mobile Station und die Weichen werden weiterhin analog geschaltet über die Stellpulte, wobei die Art des Stellpultes hier im Grunde genommen egal ist. In diesem Beispiel habe ich das alte Märklin-Stellpult aufgestellt. Bei meiner Anlage selbst verwende ich die Fleischmann-Stellpulte, damit ich sehen kann, in welche Richtung auch die Weiche gestellt ist. Was bei den alten Märklin-Schaltpulten leider nicht immer der Fall ist. Natürlich kann man jetzt einwenden, dass die Weichenlaternen bei den M-Gleis-Weichen ja die Richtung anzeigen. Aber es kommt halt auch immer mal wieder vor, dass eine solche Weiche entweder im Schattenbahnhof installiert ist oder irgendein Landschaftsteil, Gebäudeteil, Baum, Haus oder ähnliches die Sicht auf die Weichenlaterne verdeckt und man nicht erkennen kann, in welche Richtung die Weiche gerade geschaltet ist. Deswegen bin ich persönlich auf die Fleischmann-Stellpulte umgestiegen, um das am Stellpult zu sehen. Das ist aber völlig unerheblich mit der Funktion der Schaltung, die ich euch vorstellen möchte. Und das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, was er da verwendet. Ich möchte hier aber ganz deutlich darauf hinweisen, dass ich keinerlei Haftung übernehme für irgendwelche Kunstschaltungen, die jetzt jemand dann zu Hause hier vollbringt. Das, was ich euch hier zeige, ist nicht bei mir auf dem Mist gewachsen, habe ich mir nicht ausgedacht. Dafür habe ich auch viel zu wenig Ahnung von der Elektrik, sondern ich habe mir das aus dem Internet geholt und habe das einfach nachgebaut. Das funktioniert seit 2 Jahren auf meiner Anlage vollkommen problemlos und ich werde das wahrscheinlich auch immer so beibehalten. Damit das Ganze mit den losen Kabeln nicht so unübersichtlich wird, habe ich sie hier einfach mit Kreppband fixiert. Das hat nichts zu bedeuten, das ist einfach nur der Übersicht halber. Da ich unter meiner Anlage so viele Kabel mittlerweile hängen habe, dass ich euch das unter der Anlage nicht zeigen konnte, wie das Ganze dort verkabelt ist. Deswegen dieser fliegende Aufbau mal wieder auf dem Wohnzimmertisch. Ich hoffe, das Ganze ist so gut zu erkennen. Wir fangen ganz normal an mit einem ganz einfachen Anschlussgleis. Die Kabel des Anschlussgleises und der Gleisbox von der Mobile Station werden hier ganz normal verbunden. Kein Hexenwerk, genauso wie der einfache andere Anschluss auch. Nachdem wir die Mobile Station mit dem Anschlussgleis verbunden haben, hier zur Demonstration können wir schon ganz normal mit der Mobile Station unsere digitale Lokomotive steuern und könnten eigentlich schon losfahren. Die Fragen tauchen dann auf, wenn man jetzt sagt, man möchte die Weichen analog schalten und diese sollen auch beleuchtet sein. Das Außergewöhnliche für mich damals war, dass ein extra Travo benötigt wird, denn die Mobile Station liefert ja nur den Fahrstrom. Und der extra Travo und die Mobile Station werden sozusagen am Gleis über das braune Kabel mit der Masse verbunden. Hier habe ich einen Schaltplan, den habe ich bei Stummis Forum mal rauskopiert und habe ihn auch immer bei mir liegen, wenn ich an meiner kleinen Bahn herumbastel, damit ich da nichts verdrehe. Ich habe euch unten in der Beschreibung den Link verlinkt sozusagen, beziehungsweise eingestellt, wo ihr auf die Stummi-Seite kommt. Denn ich wurde, wie gesagt, jetzt schon des Öfteren gefragt und gebe dann immer diesen Link wieder raus. Und heute möchte ich das einfach mal hier im Video zeigen, wie ich das gemacht habe. Im nächsten Schritt werden ganz normal die beiden blauen Kabel von der Weiche zum Schalten mit dem alten Stelltaster verbunden. Wie gesagt, welcher Stelltaster hier verwendet wird, ist vollkommen gleichgültig. Funktioniert genauso wie mit den Fleischmann-Tastern, wie mit den alten Märklin-Tastern. Als nächstes verwende ich das gelbe Kabel von der Weiche ganz normal mit dem Travo, das heißt mit dem Verbraucheranschluss. Und ob das nachher ein reiner Stromtransformator ist für die Verbraucher oder der normale Transformator, der Anschluss ist nur wichtig, dass hier ganz normal das gelbe Kabel mit dem gelben Anschluss verbunden wird. Jetzt verbinden wir noch den braunen Anschluss vom Transformator, in dem Fall mit dem Stellpult. Diese Verbindungen reichen jetzt vollkommen aus, um die Weiche zu schalten. Das zeige ich euch hier. Noch ist nicht mehr passiert. Ist überhaupt kein Thema, wir können die Weiche ganz normal schalten. Aber die alte M-Gleis-Weiche ist noch nicht beleuchtet. Hier nochmal das Ganze in der Seitenansicht. Weiche schalten möglich, aber keine Beleuchtung. Und jetzt kommen wir zu dem aus meiner Sicht damals ungewöhnlichen Anschluss,
Und zwar wird jetzt das Massekabel von dem Versorgungstransformator mit dem Massekabel der Mobile Station zusammengeschlossen. Und in dem Moment, wo wir das machen, ist unsere Weiche beleuchtet. Auch hier das Ganze nochmal aus der Seitenansicht. Die beiden Massekabel zusammengeschlossen und schon ist unsere Weiche beleuchtet. Um zu zeigen, dass das Ganze nicht so ungewöhnlich ist, habe ich hier nochmal die analoge Schaltung aufgebaut, beziehungsweise 2 analoge Transformatoren. Die Trennstelle befindet sich hier, wo ich den Schraubendreher abgelegt habe. Wir fahren über die Trennstelle, der andere Transformator ist noch nicht aufgedreht. Die Lokomotive hält an, wir nehmen den zweiten Travo, übernehmen die Lokomotive, können hier aus steuern. Und wenn wir das Ganze wieder zurückfahren, können wir den Transformator, von dem wir kommen, auch abdrehen. Und in dem neuen Stromabschnitt übernimmt dann wieder der neue Transformator. Ich habe die Schienen hier rumgedreht. Unter der Schiene wird das Ganze getrennt, nur durch eine kleine Papierplatte. Früher gab es von Märklin so braune Blättchen, die da speziell verkauft wurden. Aber es genügt ja eigentlich ein stärkeres Papier, was im Grunde genommen nur über die Mittelleiterlasche geklemmt wird, sodass sich die Mittelleiter nicht mehr berühren können. Die Schienen werden wieder zusammengesteckt und jetzt haben wir in der Mitte die Stromtrennung. Um das Ganze hier nochmal zu verdeutlichen, in der Mitte das rote Kabel für den Mittelleiter angeschlossen und jetzt in den beiden Anschlussschienen, die hier von unten zu sehen sind, und die braunen Kabel mit dem Masseanschluss sind weiterhin verbunden über die leitende Schiene, sodass wir hier den gleichen Effekt haben. Das heißt, auch im Analogen haben wir einen gemeinsamen Masseanschluss der Transformatoren und nur die Mittelleiter werden getrennt. Was für mich das Ganze so ein bisschen logischer macht, dass das genauso funktioniert, wenn wir die Mobile Station anschließen und den zweiten Masseanschluss von dem Transformator da drauflegen. Im Detail kann ich euch das nicht erklären. Ich habe von der Elektrik, wie gesagt, keinen Plan. Ihr dürft mich jetzt nicht nach Spannung oder sonst irgendwas fragen. Ich habe das einfach so nachgebaut und es funktioniert. Hier das Ganze nochmal bei mir mit dem fliegenden Aufbau auf dem Wohnzimmertisch. Wie gesagt, auf meiner kleinen Märklin-Bahn funktioniert das seit 2 Jahren vollkommen problemlos. Ich hoffe, ich habe die eine oder andere Frage jetzt hiermit beantworten können, weil ich immer wieder danach gefragt wurde, wie man das denn anschließt. Ich hoffe, ich konnte das verdeutlichen, dass es eigentlich eine ganz simple Sache ist. Was ich jetzt noch nicht versucht habe und auch die Finger davon lasse, bei 2 Stromkreisen nur den Mittelleiter zu trennen und die eine Seite analog und die andere Seite mit digitalem Fahrstrom zu versorgen. Davon, glaube ich, sollte man die Finger lassen. Aber um die ganze Anlage digital zu fahren und analog zu schalten, ist das, was bei mir, wie gesagt, seit 2 Jahren funktioniert. Das war es dann mit meinem Video von mir, wie man die Mobile Station mit dem M-Gleis verbindet. Ich hoffe, ich konnte die eine oder andere Frage ausräumen. Wenn irgendwas unklar ist, ich irgendwas vergessen oder übersehen haben sollte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich danke euch erstmal wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr. Und bis gleich.